Willkommen zum ersten Video des Blaterna-Tutorials. Die Installation und Einrichtung von Blaterna. Die Software wird in 2 Paketen ausgeliefert, einmal der Blender externe Teil und das Blender Add-on selbst. Nachdem dies runtergeladen wurde, können wir das entpacken. Ich entpacke das jetzt hier in den für das Tutorial vorgesehenen Ordner. So, hier drin liegt die Software, die lässt sich über eine startlinux.sh starten. Die verknüpfen wir allerdings gleich mit unserer Software in Blender. Zur Installation von Blaterna Studio. Wir öffnen Blender, wir gehen unter Edit Preferences und gehen in die Add-on-Sektion. Dort installieren wir jetzt über Install from Disk Blaterna Studio. Dazu gehen wir wieder in den Projektordner und wählen Blaterna CR Release vom März diesen Jahres aus. Install from Disk. So. Im Installationsbereich der Add-ons sehen wir nun den Output Path. Dieser legt fest, wo die Renderings, die mit der Software erstellt werden, abgelegt werden. Das heißt, wir packen uns das Ganze mal in Pictures. Erstelle mir einen neuen Ordner. Blaterna Tutorial. Zack. Erledigt. Den wählen wir aus. Dann werden alle mit Blaterna gerenderten Frames dort abgelegt in der dafür vorgesehenen Struktur. Zunächst können wir den Packer dann auch noch mit dem Blender Add-on verknüpfen. Dieser liegt wiederum im Projektordner auf dem Desktop. Und wählen diesmal das zuvor entpackte BS Linux aus. Eine Windows-Version folgt jetzt demnächst noch. Da sind noch einige Kleinigkeiten, die da getan werden müssen, allerdings die Linux-Version läuft sehr stabil. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. So, ist verknüpft. Speichert zwar automatisch, aber zur Sicherheit die Preferences nochmal speichern. Danach die Preferences schließen. Und dann finden wir im Endpanel unsere Blaterna-Software. Weiter zur Einrichtung. Wir öffnen jetzt das verknüpfte Blaterna Studio. Das Fenster ist offen. Oben in der Headline befindet sich der Hier-Button, wo die Path-Settings für Blaterna festgelegt werden können. Im Default Source Path kann der Ordner festgelegt werden, den ihr als Output im Blender Add-on hinterlegt habt, um eure Wege abzukürzen und nicht so viel durch eure Ordnerstruktur klicken müsst, damit es schnell geht. Der Default Export Path dient dazu, den Speicherort für Sprite-Sheets festzulegen. Das Ganze speichern wir. So, damit wäre die Einrichtung in Installation von Blender Blaterna abgeschlossen. Bis zum nächsten Video.